3 und 4. Oh mein Gott, wenn man doch nur irgendeine Zählhilfe hätte. Ich war früher immer richtig schlecht in Mathe. Mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule, interessiert sich jetzt für Zahlen und fürs Rechnen. Damit ich ihm mein Schicksal ersparen kann, werde ich ihm in diesem Projekt einen Abakus, so einen Rechenschieber, bauen. Habe ich noch nie gemacht, bin gespannt, wie ich mich da anstelle. Was benötigen wir dazu? Ein bisschen Eiche, hier schon schön abgerichtetes Stück gefunden. Dann brauchen wir ein paar Messingstangen und ein paar von diesen lustigen farbigen Bällen. Los geht's! So, das Brett hat jetzt genau 2 cm Dicke, habe ich schnell mit meinem dicken Hobel von Metabo runtergehobelt. Das Ding hat jetzt endlich auch eine Absaugung dran. Mir hat da der Adapter gefehlt, aber der ist jetzt gekommen. Funktioniert wunderbar soweit. Auch die Eiche sieht gut aus, bis darauf, dass hier sich einige Würmer durchgewühlt haben. Aber eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm für Kinderspielzeug. Ich werde das nachher mit Astlochfüller füllen, schwarzem, und ich denke, das wird jetzt trotzdem ganz cool aussehen. Als nächstes geht es darum, die Seitenteile herzustellen. Die haben bei mir so einen kleinen Winkel dran. Damit ich das auf beiden Seiten korrekt zusäge, bauen wir uns ein ganz kleines Jig an der Tischkreissäge. Nichts Wildes, seht ihr dann. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal fröhlich weiter. So, ich habe mir die Seitenteile hier angezeichnet, wie ich das haben möchte. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Trick, den ich vorhin angesprochen habe, mit der Tischkreissäge. Und zwar schnappt ihr euch einfach irgendein Reststück. Ich habe hier noch eine USB-Platte, die man dafür nehmen kann. Die werde ich jetzt dann gleich mal über die Tischkreissäge führen. Und auf der Schnittkante werde ich dann meinen Winkel schön anlegen, damit er bündig mit der Schnittkante ist. Dann schnappt man sich einfach ein paar Klötzchen, schraubt die hier fest und dann kann man sich nachher sicher sein, dass man auch beim zweiten Teil genau den Winkel trifft, den man haben möchte. Für die andere Seite werden wir das dann wiederholen und dann werden wir 2 identische Teile für unsere Seitenteile haben. Los geht's! Oh Leute, das Ganze würde natürlich noch besser funktionieren, wenn man eine funktionierende Tischkreissäge hätte. Bei mir ist wieder mal die Höhenverstellung kaputt, da geht gar nichts mehr, weder hoch noch runter. Und es reicht um ein Haar nicht, dass ich das Ganze hier aufsägen kann. Bedeutet für mich, ich muss dünneres Material nehmen als diese USB-Platte, dann könnte das hinhauen. Bis gleich. So, damit hätten wir unsere angewinkelten Seitenteile. Was ich jetzt noch brauche, ist eine Leiste oben und unten. Leider fehlt mir dafür das abgerichtete Eichenbrett. Das müssen wir schnell selbst machen aus diesem Stück Eichebohle. Und ich würde sagen, wir legen gleich los.
Und damit hätten wir alle Rahmenteile zusammen, inklusive den Winkeln, die wir benötigen. Ihr habt gesehen, ich habe die Seitenteile einfach ans Sägeblatt hingehalten. Ich habe da gar nicht groß mit Winkel ausrechnen irgendwas gemacht. Das hat eigentlich soweit ganz gut geklappt. Als nächstes geht es um diese Messingstangen. Darauf sollen später diese farbigen Kugeln laufen. Dazu benötigen wir hier eine Lochreihe, die wir jetzt schön anzeichnen und an der Tischbohrmaschine bohren werden. Los geht's! So, langsam können wir das Ding zusammenbauen. Als nächstes geht es um die Messingstangen, wo später diese farbigen Kugeln drauf laufen werden. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich an den Seitenteilen bei der Verbindung dann ebenfalls ein bisschen Messing ins Spiel bringen werde, um dieses Thema nochmal aufzunehmen. Ja, ich würde sagen, wir bauen das Ding zusammen und dann ist es auch schon bald fertig. Los geht's! Gerade gemerkt, dass ich ein bisschen doof bin. Und zwar habe ich mir jetzt gerade diese Messingstöpsel hier zurechtgeschnitten. Die kommen nach dem Verschrauben hier in die Löcher rein, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Problem ist, ich habe bereits hier mein Logo eingelassen. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Es dürfte jetzt nämlich ein bisschen schwierig sein, die hier bündig abzuschleifen. Aber irgendwas muss ich mir da jetzt halt einfallen lassen. Das andere Problem, das ich habe, betrifft das Ölen. Ich kann natürlich die Außenseite jetzt noch nicht ölen, weil ich das wie gesagt noch schleifen muss. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal die Innenseiten plus Kopf- und Fußteil ölen und die Außenseiten dann am Schluss. Weiter geht's!
Ja, und damit wäre auch dieses Werk wieder vollbracht. Ein cooler kleiner Abakus aus Eichenholz und ein paar Messingakzenten für meinen 5-jährigen Sohn, damit er mal bessere Klausuren in Mathe schreibt, als ich das getan habe. Ich fand, das Projekt hat wieder richtig Spaß gemacht, waren einige Herausforderungen dabei, diese ganze Winkelgeschichte, dass das alles passt, war ein bisschen herausfordernd. Auch die ganze Einlassgeschichte von diesen Messingakzenten und allgemein diese Messingstangen, wo jetzt die Kugeln drauflaufen, damit die auf der gegenüberliegenden Seite wieder in die Löcher gefunden haben. Das war eine ziemliche Fummelei, ist auf dem Video wahrscheinlich gar nicht so rübergekommen, aber das hat mich einige Nerven gekostet. Aber schlussendlich bin ich richtig happy, wie das Ding rausgekommen ist, finde das echt cool. Wenn euch das Projekt gefallen hat und allgemein solche Projekte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Kommen bestimmt weitere Videos. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eure Likes und Kommentare und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.